dass es ein Menschenrecht ist, ey. Jeder hat ein Recht auf Wasser und ist leider nicht so, ist echt krass. Wir haben gestern Abend nicht mehr gefilmt, weil wir gefühlt eine halbe Ewigkeit auf der Suche nach den passenden Medikamenten für Cäsar waren. Wir waren in Tambacounda in 3 Apotheken und dann noch in 3 Tierarztverkaufsbuden, so will ich es mal nennen. Es waren nämlich einfach kleine Stände, die verschiedene Medikamente für Tiere verkauft haben. Und ich war so froh, als ich dann endlich beim letzten Stand nach einer halben Ewigkeit die richtigen Tabletten gefunden habe. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank an Dr. Iqbal Benabis aus Marokko. Die hat mir nämlich genau aufgeschrieben, welche Medikation ich brauche und dadurch war es auf jeden Fall einfacher, allen zu erklären, was genau ich brauche und was genau das Problem bei Cäsar ist. Also nochmal vielen, vielen Dank. Und seit gestern Abend sind wir dann an einem schönen Stellplatz angekommen. Für uns alleine, in der Natur natürlich. Es ist super schön und Marco ist schon wieder Holz sammeln, weil wir heute noch mal ein Feuer machen. Ich zeige euch mal unseren Platz. So, genau, Marco ist mit Cäsar unterwegs und wir stehen gerade hier. Da haben wir unser Camp aufgeschlagen. Richtig schön. Da kommen meine 2 Jungs. Na, seid ihr fertig geworden? Ja. Ich habe übelst geiles Holz gefunden. Das war ein Baumstumpf, der entwurzelt ist. Und wo wirklich noch der Baumstumpf übrig ist. Aber das Holz ist... Ich dachte, es ist alles schon morsch, aber das sieht übelst geil aus. Was? Erstklassig. Aha. Dann wird es was mit dem Feuer. Ja, ja. Oh, schön. Das darf nicht kippen. Yummy! Oh, ich hab Bock! Schöne gebratene Kartoffelecken. Typischer Sonntag. Der Planet brennt und wir müssen arbeiten. Ja? Angenehm? Ja, hier neben dem Ventilator ist ganz angenehm. Ja. Gell? So, Da lässt sich aushalten. und du Digga, wir gehen jetzt mal raus, eine kleine Runde laufen, auch wenn es heiß ist. Wir machen Opa-Tempo, Ja. okay? Das ist nicht die erwartete Reaktion. Na, los geht's. Kommt wieder. Hoppala. Was mit dir? Wir stehen hier bei einer Eisenbahnschiene. Das ist auch die erste, die wir bisher im Senegal gesehen haben. Ist aber inaktiv, ist komplett zugewachsen. Und ja, wir haben sonst noch keinen einzigen Zug im Senegal gesehen. Oder irgendeine Bahnstrecke. Die Esel mögen dich nicht. Angst vor dir.
Hier im Senegal ist die Viehzucht übrigens komplett bio. Also hier gibt es keine Tiere, die irgendwo eingesperrt sind in irgendeinem Stall, sondern sind alle jeden Tag draußen, überall. Also gefühlt haben wir pro Tag bestimmt 20 verschiedene Herden, die bei uns vorbeilaufen, zwischen Ziegen, Schafen, Rinder. Ja. Es hat auch den Anschein, ob jeder einzelne Dorfbewohner hier seine eigene Herde hat. Zumindest ein paar Tiere hat jeder, aber eigentlich hat so gut wie fast eine große Herde, so wie es scheint. So viel Betrieb wie hier ist. Guten Morgen! Wir müssen direkt einen Standortwechsel machen, weil unser Internet gerade ausgegangen ist. Hier im Senegal gibt es leider kein unbegrenztes Datenvolumen und wir möchten jetzt das Video hochladen. Deswegen müssen wir erstmal ins nächste Dorf fahren und hoffen, dass wir da irgendwo Internet nachkaufen können. Und dann heißt es wieder neuen Stellplatz finden. Los geht's! Guten Morgen, ihr Lieben! Guten Morgen! Wir können es kaum glauben, unsere letzten Tage im Senegal sind jetzt angebrochen. Wir müssen einfach am Freitag schon ausreisen, weil wir dann schon 40 Tage im Land sind und wegen unserem Passavort dann das Land verlassen müssen. Ja, das ist leider wirklich sehr schade, aber wir haben uns gedacht, wir besuchen die letzten Tage nochmal unseren guten Freund Ablay, den wir kennengelernt haben. Und ja, darauf freuen wir uns jetzt schon. Das heißt, Auto schnell zusammenpacken und los geht's. Ach ja, im Übrigen, unser Bus, der sieht gar nicht gut aus. Ja, wir haben kein Wasser mehr, Wäsche ist komplett voll. Ich zeige euch das mal. Überall stehen die Kanister rum. Oh Gott. Also, Kanister Nummer 1 und 2. Müll schleppt man die ganze Zeit mit uns rum, weil wir natürlich keine Möglichkeit haben, den zu entsorgen. Ja, und hier hinten alles voll. Voll Wäsche, voll Wäsche, voll Wäsche. Kanister, Kanister, Kanister. Kanister, Kanister. Wasser ist leer. Dreck überall. Dreck überall im Bus. Ja, es wird Zeit. Es wird höchste Zeit für einen Großputz hier drin. Oh ja. Wir sind jetzt in Kaolack angekommen. Wir müssen hier auf jeden Fall endlich mal wieder einkaufen gehen und wollen euch da heute auch mal mitnehmen und zeigen, wie es aussieht in dem Supermarkt. Weil wir im Senegal, also gerade Obst, Gemüse, immer hier auf dem Markt gekauft haben und es im Supermarkt auch häufig kaum Sachen gibt. Wir haben auch manchmal das Gefühl, wir sind die Einzigen, die dort einkaufen gehen. Und dann wollen wir noch für Ablay unbedingt ein Bäumchen kaufen oder mehrere Bäume als kleines Dankeschön und sind gespannt, ob wir da überhaupt heute fündig werden. Das haben wir uns auf jeden Fall in den Kopf gesetzt und hoffen, dass wir es auch umsetzen können. Okay, wir sind jetzt angekommen bei EDK, das ist eine Tankstelle und die haben auch eine kleine Boutique. Da vorne kann man einkaufen gehen. Das ist so das Größte, was man hier findet. Weil wir haben bisher nur in Dakar und in 2 anderen großen Küstenstädten wirkliche Einkaufsmärkte gefunden. Da gab es 2 verschiedene Ketten.
Und sonst waren wir immer in solchen ganz kleinen Geschäften, ja, so Tante Emma Lädchen einkaufen. Da gab es aber fast nie was irgendwie, wo wir sagen, okay, das würden wir essen. Weil die Lebensmittel dann doch schon viele Monate oder Jahre dort liegen und immer sehr verdreckt sind und meistens auch schon abgelaufen, hatten wir auch schon. Ja, und deswegen haben wir dann immer auf diese Tankstelle, auf diesen Tankstellen-Supermarkt zurückgegriffen, den es aber auch nur hier in den größeren Städten im Landesinneren gibt. Oh, und jetzt gerade schon wieder die Hölle los. Ich weiß nicht, ob ich drinnen filmen darf. Ich versuche euch mal mit reinzunehmen, da kriegt ihr mal einen Überblick. Weil hier drin bekommt man wenigstens, wenn man Glück hat, Käse, Butter, Toilettenpapier, ja, also ein paar generelle Dinge, ganz einfache Dinge. Aber in den kleinen Geschäften gibt es meistens nur Getränke für uns, Baguette und eine Schokocreme mit Peanut Butter gemischt. So das Einzige, was wir uns dort bisher immer geholt haben. Alles andere, nee. Ja, und sonst halt immer Gemüsestände und Reis. Und Couscous. Das waren so die letzten Wochen, von denen wir gelebt haben. Bis gleich, ihr Süßen. Bis gleich. Okay, verbrennt mir bitte nicht hier drin. Cäsar, nein, geht jetzt hier nicht raus. Schluss. Plötzlich spielt drinne mit King Louis. Okay, es ist zu heiß jetzt. Ja. Wir gehen erstmal in die zweite Etage, um uns mit Kackpapier einzudecken. Oben auch noch niemand gesehen, außer uns selbst. Es gibt Hundefutter, das gab es beim letzten Mal noch nicht. Fleischecke. Käse, Butter. Juhu. Endlich, seit 3 Wochen keine Butter mehr gehabt. Käse. Natürlich alles aus Frankreich hier. So, Getränke gibt es hier alles. Oh Leute, es ist anstrengend, es ist so unglaublich heiß. Aber wir haben jetzt Einkaufen geschafft, wir haben getankt, wir haben Geld geholt. Und unsere letzte Aufgabe war ja noch, ein paar Pflanzen zu besorgen, die wir Ablay schenken wollen. Und wir haben hier gerade so einen kleinen Pflanzenshop an der Straße gefunden. Und ja, ich hoffe, Tina wird fündig und wir können noch Ablay eine kleine Freude machen. Erfolgreich! Yay! Ja, da wird sich Ablay hoffentlich freuen, ha? Ja, hoffe ich auch. Merci beaucoup. Okay. Senegalesen beherrschen auf jeden Fall das Chaos. Die sind richtige Meister darin. Wahnsinn. Also wir haben 3 Zitronenbäumchen gekauft, das sind die großen hier. Und dann haben wir noch 3 Mangobäumchen gekauft für Ablay. Wir waren heute richtig erfolgreich. Wir haben alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Und wir hatten nicht mal eine Polizeikontrolle. Bisher nicht. Alle irgendwie im Gang. Ja, und Dankeschön, weil er uns so viel gezeigt hat und so viel Zeit für uns genommen hat, uns eingeladen hat, überall rumgeführt hat. Es war echt richtig schön. Deswegen hoffen wir, dass wir dadurch ein bisschen was zurückgeben können. Tada! Wir sind jetzt bei Ablay zu Hause
Er hat uns eingeladen und hat uns jetzt extra ein Zimmer hergerichtet. Hier Bett und Ventilator. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie unseren Knirps hier ruhig kriegen, dass er nicht aufs Bett geht. Funktioniert noch nicht. Und hier hinten, willst du es mal zeigen? Ja. Hier ist die Dusche. Also es ist alles noch im Bau, aber bisher haben die hier wirklich im Dorf kein fließendes Wasser und deswegen wird Einmal Dusche. ja so geduscht. Ja, er hat schon den Abfluss gelegt. Er hat das auch alles selber gemacht, Abley. Wahnsinn. Ja. Und wir haben schon an der Straße vorhin zum Dorf gesehen, da lagen überall riesige Rohre, Abwasserrohre. Und da wird bald ein System hergelegt. Ja, die kommt dann ins Dorf, endlich fließendes Wasser. Ja. Wahnsinn, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Nee. Oder? Es ist für uns so selbstverständlich, dass wir einen Wasserhahn aufmachen und da einfach unendlich Wasser kommt. Ja. Ja, fertig? Wie war's? Erfrischend. War Einmal richtig durch, war gut. gut. Ja, war gut. Ist einfach wie mit allem Gewohnheit, aber ich fühle mich sauber und frisch. Richtig cool. Mir fällt vor allem auf, seit wir auf dem afrikanischen Kontinent reisen, wie enorm wertvoll Wasser ist und wie viel mehr wir das schätzen sollten, dass wir einfach unendlich viel Wasser haben und jederzeit die Spülung bei der Toilette funktioniert, immer Wasser aus der Dusche kommt. Das ist so krass, wir hatten vor allem im Senegal enorm Schwierigkeiten, ausreichend Wasser zu finden und mussten auch übelst viel Wasser kaufen. Ja, da merkt man erstmal, wie es vielen Menschen auf dieser Welt geht. Wie wertvoll Wasser eigentlich ist. Ja. Ne? Und dass es ein Menschenrecht ist, ey. Jeder hat ein Recht auf Wasser und ist leider nicht so, ist echt krass. Guten Morgen! Wir haben gefrühstückt mit der ganzen Family und ja, wir haben gestern beschlossen, dass wir heute noch eine Bootstour machen. Wir gehen heute mit einer Pirogge raus aufs Wasser, sind gerade am Packen und Vorbereiten und dann geht's gleich los. Ach ja, und Cäsar kommt mit. Das wird ein Abenteuer. Okay, auf geht's zu unserer Pirog-Tour. Wir sind jetzt auf dem Weg und voll gespannt. Ablaze the Captain. Wir sind da. Bin mal gespannt, wie unser Boot aussieht. Und ja, ob wir über Wasser bleiben oder ob wir trocken bleiben. Hier wird fleißig repariert. Es ist wieder mal erstaunlich, mit welchen Mitteln die hier Boot bauen und reparieren und fischen gehen. Und mit den Booten, ein bisschen größer, vielleicht so in die Richtung, gehen die auch in den Atlantischen Ozean auf Fischertour. Und da sind die den ganzen Tag mit dem Boot unterwegs im Atlantischen Ozean und die haben meistens keine Navigation dabei, sondern einfach nur auf Intuition und Himmelskunde, was auch immer. Das ist crazy! Do we need this? Yeah, really? Hey, super! Du alter Seebär! Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy endings.
Strand ist einfach alles voller Krabben. Die Leute kommen auch hierher, fangen die Krabben und essen die dann, weil Krabben sollen anscheinend gut gegen Asthma sein. We cook them here. But you put the legs away. Yeah, we put them away. Yeah. Just eat the body. Mhm. Okay. And we eat inside. Yeah. But it's so good for asthma and Okay. some health malady. Daraus wächst ein Mangrovenbaum. Mangrove, yes. Wir haben das ja im Nationalpark gesehen. Da waren die teilweise 5 Meter hoch. Und das sind ja Termitenhügel, haben wir jetzt gerade erfahren. Das sind doch nicht von Ameisen erbaut, sondern von Termiten. Und das ist eine richtig feste, harte Struktur. Beeindruckend. Hier haben wir ein Horn von einem afrikanischen Rind. Ja, kann man auch als Wikingerhorn nehmen. Ne? Also aus dem Horn können wir lesen, entweder Stuhlbeine oder Tischbeine oder Schmuck daraus. Weil das Material sehr hart ist. Very strong. You beautiful life. Wir sind gerade hier im Dorf angekommen und haben soeben erfahren, dass heute die Schüler hier an der Schule gemeinsam mit ihren Eltern Bäume gepflanzt haben. Jeder Schüler hat seinen eigenen Baum und muss sich um den kümmern. Richtig cool. Ja, und wie immer habe ich ganz viele neugierige Blicke an meiner Seite. Ganz viele Kids. Richtig süß. Bonjour. Oh, wie süß, die haben so viel Spaß. Ihr wollt alle vor die Kamera. Sie hat heute hier den Baum gepflanzt. Hallo. Richtig cool. Doch elang mee, dat wordt het nog. Es ist einfach so goldig. Die Kids zeigen mir alle ganz stolz ihre Bäume, weil jeder einen Baum gepflanzt hat. Richtig schön. Selbst der Kleinste in der Runde hier vorne hat seinen eigenen Baum gepflanzt. 6 years. Wir sind jetzt einfach alle noch hier zum Essen eingeladen worden. Richtig süß, ist für uns gekocht worden und jetzt essen wir hier alle zusammen Mittag. Merci beaucoup. Jebouy. How do I say it? Jeboujen. Really amazing. Merci beaucoup. Ada mau dubang tu. Wahnsinn, wie groß die Tiere sind. Das sind Pelikane.
ersten Tag. Oh, das war so schön heute mit der Pirocke. Es hat richtig, richtig dolle Spaß gemacht und wir haben super viel erfahren über die Gegend und gelernt. Und auch als wir dann in diesem kleinen Dorf waren und da bei dem Lehrer dort essen dürften und das einfach für umsonst, einfach so Gastfreundlichkeit eingeladen, war super schöne Erfahrung. Wir sind jetzt mit Ablay nochmal nach Von Dünen gefahren, weil wir noch ein paar maßgeschneiderte Sachen hier abholen. Jetzt ist Tina wieder da. Hallöchen! Na, sind wir fertig? Haben wir alles bekommen? Wir haben alles bekommen. Also alles hier drin. Es ist echt viel Zeug, aber Auf jeden richtig Fall. cool. Richtig coole Sachen. Guten Morgen. Unser letzter Tag ist angebrochen. Heute müssen wir fahren. Wir sind ganz traurig. Es war so schön hier. Ja. Jetzt packen wir erstmal alles und dann frühstücken wir noch zusammen und dann müssen wir uns verabschieden. Wir können es nicht glauben, es sind einfach 4,5 Wochen vorbei im Senegal und es fällt uns echt schwer, jetzt uns zu verabschieden. Thank you very much for a good time here. Yeah, it's a good time. We had a really good time. Yeah, thanks, and we are so happy. We really appreciate everything. Yeah. Yeah, we are looking forward for the next time in Senegal. Bye. Au revoir. Wow. Au revoir. Au revoir. Traurig. Ja. Wirklich traurig. So eine schöne Zeit hier gehabt. Das Abenteuer muss weitergehen.